Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine Silvestertorte für das Jahr 2023. Es ist die letzte Torte für dieses Jahr, denn nächste Woche Sonntag ist ja schon Heiligabend und da geht nur noch ein Blogposting online. Ihr wisst ja, dass jeden Tag bei mir auf dem Blog ein Türchen aufgeht mit einem neuen Rezept und einem Gewinnspiel. Ja, auch in diesem Video gibt es etwas zu gewinnen, nämlich diese wunderschöne Backform von Nordic Ware. Ich finde diese Form einfach wunderschön. Ich habe ja schon 2 davon verlost. Diese Woche geht das Gewinnspiel bis nächsten Samstag, 22 Uhr, dass ihr etwas mehr Zeit habt zu kommentieren. Was müsst ihr dafür tun, um in den Lostopf zu springen? Bei mir auf dem Blog vorbeischauen. Der ist hier unten in der Infobox unter dem Titel verlinkt. Dort findet ihr auch die Gewinnfrage und den Hashtag SCCC23. Bevor wir jetzt zu unserem Rezept kommen, möchte ich auch noch das hier zeigen. Schaut mal da. Mein Silver Button ist angekommen. Das bedeutet, yay, ich habe 100.000 Subscriber. 100.000 Sugars. Dafür nochmal ganz herzliches Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Ihr macht diese Community so besonders und so schön. Es ist wirklich eine super, super liebevolle und gemeinschaftliche Community und das finde ich richtig klasse. Bin ich sehr, sehr stolz darauf. Schön ist es einfach, jeden Sonntag mit euch zusammen zu sein. Ja, wir können uns ruhig noch weiter vergrößern, also empfehlt den Kanal, sagt 3 Freunden Bescheid, dass wir einfach hier auch mal ein bisschen schneller wachsen. Ich glaube, das haben wir alle gemeinsam auch verdient. Für die wunderbare Silvestertorte backt ihr euch meinen Sugar Princess Schokobiskuit vor. Den habe ich mir nur ein wenig verfeinert und zwar mit einem Teelöffel Zimt, einem halben Teelöffel Spekulatiusgewürz, einem Esslöffel Schokolikör und ich habe noch 3 Esslöffel geschmolzene Butter am Ende unter die Masse gehoben, ganz vorsichtig. Das wird dann eine Wiener Masse, so nennt man das. Und der Boden wird einfach noch gehaltvoller, noch saftiger. Und für diese Torte ist das, glaube ich, das Richtige. Die Torte wird gefüllt mit Weihnachtsmarmelade und Sahne. Und außenrum kommt eine fantastische Karamell-Buttercreme, sowas richtig Leckeres. Und natürlich die schöne Ganache und die opulente Dekoration. Wir starten mit der Zubereitung unserer leckeren Silvestertorte. Oder vielleicht Weihnachtstorte. Schreibt es mir rein. Wir starten mit dem Anrühren unseres Puddingpulvers. Und zwar brauchen wir hier 20 Gramm Vanillepuddingpulver. Das ist die Hälfte einer normalen Packung. Und die rühren wir gerade an mit 50 Milliliter Milch. Einfach gerade schön glatt rühren. Das brauchen wir gleich. Das stellen wir gerade noch beiseite. Für unseren Pudding, für die Karamell-Buttercreme, werden wir jetzt uns ein Karamell kochen. Dazu geben wir uns die 100 Gramm Zucker in einen Topf und lassen ihn einfach gerade ohne zu verrühren, ein bisschen von den Rändern her schmelzen. Ich nehme gerne Feinzucker, dann geht das Ganze etwas schneller. Wichtig ist einfach am Anfang nicht verrühren, erst wenn die Ränder anfangen sich aufzulösen. Dann kann man anfangen, so langsam zu rühren und das Karamell auch nicht zu braun werden lassen, denn dann wird es leicht bitter und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ein schönes, zartes Karamell kochen. Und ich sehe jetzt schon, dass es bei mir hier an den feinen Rändern anfängt zu schmelzen. Ich drehe mal den Topf, dann könnt ihr es besser sehen vielleicht. Hier sieht man jetzt, das Karamell wird flüssig und wenn das der Fall ist, dann warten wir noch einen kleinen Moment und dann fangen wir an zu rühren und rühren uns ein schönes hellgoldenes Karamell. Die Hitze nötigenfalls runterstellen, sobald das Karamell entstanden ist. Und ihr seht, das geht richtig schnell. Da muss man aufpassen, dass einem das nicht zu dunkel wird. Wunderschön. So sieht es aus, golden. Und jetzt können wir die Milch vorsichtig dazugeben und das Karamell ablöschen. Es ist normal, dass das Karamell dadurch natürlich verklumpt und dann kochen wir es wieder los. Das ist ganz normal, weil ja jetzt kalte Milch dazu kommt. Aufpassen natürlich. Jetzt kochen wir uns das wieder los. Das heißt, wir erhitzen wieder etwas. Natürlich aufpassen, dass die Milch nicht überkocht. Und einfach geduldig jetzt so lange rühren, bis das Karamell losgekocht ist. Seid sehr, sehr vorsichtig bei der Zubereitung von Karamell. Das ist nicht ohne. Das Karamell ist wunderbar wieder losgekocht
Und wir geben jetzt das angerührte Puddingpulver unter Rühren hinzu und lassen alles noch einmal zu einem Pudding aufkochen. Unterrühren. Und sobald der Pudding einmal aufgekocht ist, nehmen wir ihn wieder runter vom Herd und lassen ihn vollständig auskühlen. Und ihr seht, es ist ein fantastischer Karamellpudding entstanden. Wir rühren mal so 1 Minute ungefähr, damit er wirklich abbindet. Hitze runterstellen, dass da nichts anbrennt. Ja, und den brauchen wir natürlich für unsere Karamellbuttercreme. Sehr lecker. Grad beiseite stellen. Den Pudding jetzt auf einen flachen Teller umfüllen, dass er einfach schneller abkühlt. Und wie gesagt, ihr könnt den Pudding auch am Vortag schon herrichten und dann einfach auf dem Küchentresen stehen lassen und die Butter auch daneben. Dann haben beide Massen auch die gleiche Temperatur. Und das ist ganz wichtig, damit die Buttercreme nachher nicht gerinnt. Wackelt schön. Jetzt kommt hier meine Frischhaltefolie drauf, damit sich keine Haut bildet. Und dann stelle ich mir das raus, dann kühlt das auch schnell ab. So. Und dann kümmern wir uns um die Füllung der Torte. So, für die Sahne, die jetzt in unsere Torte kommt, nehme ich 15 Gramm Sofortgelatine. Ihr könnt hier auch Sanapart verwenden, das geht auch. Oder zur Not auch sahnefest. Aber das wird nicht ganz so steif, deswegen, ja, für die Füllung dieser Torte ist es schon wichtig, dass man so ein bisschen auch Stand hat dann. Dazu kommt 1 Esslöffel Puderzucker. Das so ein bisschen miteinander vermischen einfach. So. Dann schlagen wir uns die 300 Gramm Sahne steif und lassen während des Schlagens unsere Sofortgelatine einrieseln. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? So, wunderbar. Wer mag, kann hier natürlich auch noch Gewürz reingeben, zum Beispiel Zimt oder etwas Tonkabohne, was ihr einfach gerne in der Torte hättet. Ich lasse die Sahne jetzt einfach so, weil bei mir in die Weihnachtsmarmelade noch etwas hineinkommt. Ein bisschen Zimt und Spekulatiusgewürz. Die gerade beiseite stellen. So, und das ist nun unser Sugar Princess Schokobiskuit. Er backt etwas anders als sonst, da einfach die zerlassene Butter mit drin ist. Schaut euch das Video dazu an, backt ihn am Vortag vor. Und wir können ihn jetzt hier aus der Form vorsichtig mit einem Messer schneiden oder vom Rand lösen. Und da ist unser schöner, saftiger Schokobiskuit. Dann machen wir uns das Backpapier vorsichtig ab. Sehr schön, ich liebe diesen Biskuit. Er ist jetzt knapp 6 cm hoch. Das ist normal, dass er nicht ganz so hoch wird wie sonst, denn wir haben ja noch die Butter untergerührt und dadurch verliert er immer etwas an Fluffigkeit, an Luft. Wir fangen mal auf 2 cm an durchzuschneiden. Dazu stelle ich mir hier mein Messer auf 2 cm ein. Das Messer verlinke ich euch in der Infobox. Es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Wunderbar. Jetzt können wir uns hier die obere Hälfte abheben. Und hier sehen wir, wie fluffig der Biskuit ist. Richtig lecker und saftig. Und natürlich müssen wir jetzt noch einmal durchschneiden. So, und wir haben wunderbare, saftige Schokoladenböden. Und jetzt können wir uns die Böden schon mit unserer Sahne füllen. So, den untersten Boden, das ist jetzt hier mein Deckel, auf eure Tortenpappe oder auch direkt auf die Tortenplatte legen. Und bei mir kommt jetzt hier eine Schwarzkirschmarmelade drauf. Die habe ich mir gerade so ein bisschen erhitzt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr so wie ich noch ein bisschen Zimt unterrühren oder sie einfach so verwenden oder auch andere Gewürze. Ganz wie ihr das mögt. Jetzt kommt etwas von der Marmelade hier auf unseren Boden. Und
hier könnt ihr einfach wirklich die Marmelade verwenden, die ihr gerne mögt, die in eurer Familie vielleicht besonders beliebt ist und die auch gut passt zu Weihnachten und Neujahr. Also eine rote Marmelade sollte es schon sein. Was auch möglich wäre, wäre ein Kirschkompott. Der passt auch gut in diese Torte. Jetzt kommt hier schon die Sahne drauf, aber ich stelle mir noch einen Tortenring um die Torte. Dann geht es einfacher. Nicht zu festziehen, da der Biskuit so ein bisschen nachgiebig ist. Nicht, dass ihr nachher die anderen nicht mehr reinkriegt. Zwar fest, aber nicht zu fest. Jetzt kann schon etwas Sahne hier aufgegeben werden. Und zwar etwa die Hälfte. Schön verstreichen. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains. Schauen, dass alles schön gerade verstrichen ist. Wunderbar. Jetzt lassen wir uns hier den mittleren Boden drauf gleiten. Vorsichtig. Sanft andrücken. Nicht zu doll natürlich. Und wir geben wieder unsere Marmelade hier auf den Boden. Schön bis zum Rand streichen, damit auch alles schön bedeckt ist von der Marmelade. Jetzt kommt hier die restliche Sahne drauf. Die ist ein bisschen weich noch. Das ist gar nicht schlimm, das wird sich noch festigen. Die kommt ja jetzt erstmal noch in den Kühlschrank. Die Sahne wieder glatt streichen. Sollte euch das zu wenig Sahne erscheinen, könnt ihr ruhig auch 500 oder 600 Milliliter Sahne nehmen. Dann habt ihr etwas dickere Sahneschichten. So, jetzt kommt unser letzter Boden oben auf. Vorsichtig ein bisschen reinbasteln. Deswegen darf man es sich nicht zu eng machen, sonst kommt man nachher oben nicht mehr ran. Wunderbar. Etwas vorsichtig andrücken. Jetzt stellen wir uns die Torte kalt. Bei mir kommt sie 1 Stunde in den Tiefkühler. Ihr könnt sie aber auch 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank stellen, dass sie einfach schön fest wird. Und dann kümmern wir uns um die Karamellbuttercreme und die Fertigstellung unserer Torte. Mein Karamellpudding ist auf Raumtemperatur abgekühlt. Wir entfernen uns einfach hier vorsichtig die Folie. Direkt neben dem Pudding hatte ich meine Butter stehen, 120 Gramm. Die hat jetzt natürlich dann dieselbe Temperatur. Gerade den Pudding so ein bisschen mal durchrühren. So, das reicht auch schon. Und beiseite stellen. Und die Butter wird jetzt einfach cremig gerührt. Und jetzt kann der Karamellpudding esslöffelweise dazugegeben werden und einfach jeden Esslöffel schön verrühren, dass unsere Buttercreme nicht gerinnt. Und so machen wir das jetzt mit dem gesamten Pudding. Immer schön nach und nach dazugeben und dann sollte auch die Buttercreme wunderbar werden. Etwas Vanillepaste gebe ich noch hinzu, so etwa einen Teelöffel. Dann kriegt die Creme auch so schöne kleine schwarze Pünktchen. Wunderbar, unsere Karamellbuttercreme ist fertig und jetzt können wir die Torte damit eindecken. Die Torte war bei mir 1 Stunde im Tiefkühler, wie gesagt. Ich schneide sie mir jetzt wie immer hier aus der Form, vorsichtig mit einem scharfen Messer. Da sollte jetzt alles gut fest sein, dass wir dann gut arbeiten können. Und da
kommt unsere Torte, unser Rohling. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch hier oben die restliche Konfitüre drauf geben. Möglichst allerdings ohne Stücke. Ich nehme die Stückchen einfach nachher runter. Die groben Stücke sind soweit runtergenommen. Und jetzt natürlich hier verstreichen. Und wenn euch das zu kompliziert ist, auf einer Marmelade zu verstreichen, dann nehmt die Marmelade einfach. Lasst die einfach weg. So, die Buttercreme ist so halbwegs bis zum Rand verteilt. Also wie gesagt, lasst euch ruhig die Marmelade weg. Dann macht ihr es euch nur unnötig kompliziert. Jetzt natürlich den Rand hier noch einstreichen mit der Buttercreme. Wir machen erstmal eine Krümelkruste. Schauen, dass man noch mal einmal hier in die Mitte streicht, dass wir so eine halbwegs gerade Kante bekommen. So, der Rohling ist fertig. Macht es einfach so lange, wie ihr denkt, wie ihr dafür braucht. Und jetzt darf er natürlich noch mal kalt gestellt werden. Mindestens 1 Stunde, besser noch 3 bis 4, besser noch über Nacht. Und dann werden wir uns um die Ganache und die Dekoration kümmern. Die Torte war bei mir wie immer über Nacht im Kühlschrank und ich habe sie auch gestern nach 1 Stunde Kühlzeit nochmal mit dem letzten Drittel der Buttercreme, das ich mir ja eigentlich für die Rosetten übrig behalten hatte, eingestrichen. Einfach deswegen, weil es sonst zu wenig gewesen wäre. Es hätte durchgeschimmert und ich möchte ja einen Drip machen. Dann habe ich gedacht, dann sieht man an der Seite den Aufbau der Torte durchschimmern und das sieht dann nachher nicht gut aus. Wir werden uns jetzt die Ganache zubereiten und sie dann hier über den gekühlten Rohling fließen lassen und so an der Seite so ein bisschen runterdrippen lassen. So für unsere leckere Schokoladenganache nehme ich 200 Gramm fein gehackte Schokolade, zartbitter. Hier ist meine heiße Sahne. Ich mache sie mir immer in der Mikrowelle heiß und gieße sie dann einfach über die Schokolade. Schauen, dass alles gut bedeckt ist von der Sahne. Dann lasse ich das so ein bisschen stehen. Man kann auch einfach 5 Minuten warten. Dann schmilzt die Schokolade schön an und dann rührt man durch. Bitte nur mit einem Spatel, nicht mit einem Schneebesen oder einem Quirl oder sowas. Denn die Ganache soll ja möglichst ohne Luftblasen sein. Und deswegen rühren wir hier einfach schön mit dem Spatel. Es sieht anfangs so aus, als ob sich das Ganze nicht verbinden würde, aber das wird. Die Ganache hat einen wichtigen Vorteil bei einer Torte. Man kann sie wunderbar schneiden. Sie wird nicht so fest. Ja, jetzt ist die Ganache fertig. Ich habe sie noch mal knappe 30 Sekunden in die Mikrowelle gestellt. Schauen, dass sie wirklich gut fließt, dass sie nicht zu dick wird. Wenn wir die richtige Fließfähigkeit erreicht haben, dann können wir die Torte mit der Ganache übergießen. So, los geht's. Wir haben unsere Palette bitte bereit liegen. Und jetzt verstreichen wir, sodass sie so ein bisschen runterläuft. Und ihr seht, die zieht wirklich schnell an, also da muss man sich wirklich beeilen. Deswegen auf den Drehteller stellen. Wenn ihr merkt, die Torte zieht an, dann nicht mehr weitermachen, sondern dann aufhören. Dann machen wir mit der Spritze weiter und lassen den Rest mit der Spritze runterlaufen. So, die restliche Ganache, die ich noch jetzt in der Schüssel hatte, habe ich mir in einen Spritzbeutel gefüllt. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. So, das macht ihr so lange, bis ihr zufrieden seid mit eurer Torte. Sie soll ruhig ein bisschen nach Party aussehen. Wir wollen ja eine Silvestertorte machen. Selbstverständlich könnt ihr die Torte für Weihnachten auch ganz mit der Kuvertüre einstreichen. Dann müsst ihr halt am Rand dann mit der Palette arbeiten. Ja, ich glaube, das reicht mir so. Jetzt lassen wir die Torte noch mal eine halbe Stunde anziehen. Dann können wir sie einteilen und unsere finale Deko aufsetzen. So, eine halbe Stunde ist vergangen. Ich habe mir die Küche aufgeräumt und die Torte etwas anziehen lassen. Und jetzt teile ich sie mir ein. Ich habe jetzt
einfach mal 14 Stücke gewählt, aber ihr könnt auch 16 nehmen natürlich. Gut gucken, dass es in der Mitte aufliegt. Some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? So, bei mir kamen jetzt mit der Tülle 1M noch Rosetten auf jedes Stück. Wenn ihr noch was übrig habt, wenn ihr euch ein bisschen mehr von der Creme gemacht habt, könnt ihr natürlich auch die Buttercreme zum Spritzen verwenden. Das wird dann auch wunderschön aussehen. Ups, hier kommt schon alles raus. Legen wir mal los. Nicht zu klein machen, denn wir wollen ja noch dekorieren schön. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow. Und die letzte. Und ich hatte jetzt 300 Gramm Sahne. Das ist etwas zu viel. 200 Gramm sollten noch reichen. Ich habe jetzt noch hier so wunderschöne Schokokugeln. Die kommen bei mir auf jedes Stück eine. Denn es soll ja festlich aussehen, richtig schön nach Silvester. Es passt auch zu Weihnachten, finde ich. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich jetzt für die Dekoration verwende, in der Infobox direkt unter dem Titel. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas, outside snow's glistening. Und die letzte. Jetzt bleibt mir nur noch eins, und zwar möchte ich noch ein bisschen Glück auf die Torte bringen. Wenn ihr die natürlich zu Weihnachten macht, dann braucht ihr das nicht. Ich habe mir noch solche Schokoladendekore, die gibt es fertig zu kaufen, ein bisschen mit Goldpuder eingestäubt, also essbarem Goldpuder natürlich, mit einem Pinsel einfach gerade abgestäubt, und die werde ich mir jetzt einfach noch zu jeder Kugel dazusetzen. Einfach so hinter jede Kugel, dass jeder auch noch so ein bisschen Glück bekommt. Und die könnt ihr natürlich auch selber machen, aber die gibt es auch fertig zu kaufen. Und das letzte Kleeblatt. So, und in die Mitte gebe ich jetzt noch etwas Gold-Schneeglitzer. Da einfach so hinten auf die Dose klopfen. Nur so ein Hauch. Und das reicht auch schon, nicht so viel. Gerne mit dem Glitzer auch noch einmal rings um den Rand gehen. Ja, und jetzt kommt noch mein Sticker hier in die Mitte. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch ein paar Kugeln in die Mitte legen, damit der Sticker dann nicht so nackt ist. Richtig schön festlich und richtig schön knallig. So muss es an Silvester natürlich sein. Lasst uns die Torte mal probieren, ob sie auch schmeckt. So, dann schneiden wir das gute Stück mal an. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Ich finde, die Torte ist wirklich wunderschön geworden und passt nicht nur zu Silvester, sondern auch zu Weihnachten mit ein bisschen anderer Deko. Ihr werdet mir bestimmt schöne Fotos schicken, ich freue mich schon drauf. Und ich habe extra meine große Gabel wieder und probiere natürlich jetzt für euch. Him whose birth the angels sing, come adore on bended knee. Sehr schokoladig. Nochmal einen.
Also die Torte schmeckt sehr, sehr schokoladig, richtig, richtig lecker. Mir läuft hier noch das Wasser im Mund zusammen. Die Karamellbuttercreme ist wirklich der Hammer. Super auch der Schokoboden mit dem leichten Spekulatius und Zimtgeschmack. Ich werde beim nächsten Mal die doppelte Menge an Sahne nehmen. Ansonsten habe ich absolut nichts zu meckern an dieser Torte. Sie ist super, super lecker. Der Boden super fluffig. Ein Traum für Schokoliebhaber. Das war meine Silvestertorte 2023. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich finde sie eine wirklich tolle Torte. Richtig schön zum Feiern. Ich bin gespannt auf eure Fotos. Schickt sie mir gerne auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch nochmal den Link zum Blog, zum Rezept, zum Ausdrucken, zum Nachlesen. Auch für das Gewinnspiel könnt ihr dort die Teilnahmebedingungen alle nochmal nachlesen. Viel Spaß euch allen beim Backen, beim Vorbereiten. Lasst euch nicht stressen, bleibt gesund und bis auf den Blog bzw. im Video sehen wir uns erst nächstes Jahr wieder. Deswegen guten Rutsch euch allen und ein glückliches neues Jahr. Tschüss!